Hallo und willkommen zu einem neuen Vlogbeitrag. Diesmal bin ich in Düren, das liegt zwischen Köln und Aachen, genauer gesagt im Ort Niederau. Und hier besuche ich Schloss Burgau. Hier lebte die Frau, die als erste Deutsche Königin von England wurde, und hier gab es eine Hexe, vor der selbst der Teufel Angst hatte. Schloss Burgau ist ein Wasserschloss. Es wurde im 14. Jahrhundert gegründet. Damals war das noch ein Lehen der Grafen von Heinsberg. Die ersten, die hier einen Burgturm errichteten, waren die Grafen von Aue. Sie bauten auf einer Motte, umgeben von Wasser, einen Burgturm. In späteren Jahrhunderten machte man aus dem Burgturm dann eine Dreiflügelanlage. Nach den Rittern von Aue ging das Schloss an die Familie Endt, die aus Erkelenz kam. Weitere Besitzer von Schloss Burgau waren die Familien Metternich und Kaiserling. Nach weiteren Besitzern ging Schloss Burgau dann in den Besitz der Stadt Düren. Hier ein paar Bilder, wie es früher in Schloss Burgau ausgesehen hat. Im Zweiten Weltkrieg wurde Schloss Burgau zerstört. Es war für viele Jahrzehnte dann eine Ruine. (1974) gründete die Niederauer Schützenbruderschaft eine Initiative Rettet Burgau. Mit deren Hilfe wurde dann ab den 80er Jahren die Anlage wieder restauriert. Heute betritt man das restaurierte Schloss Burgau über eine Brücke und ist im Vorhof. Im 17. Jahrhundert hat man den Vorhof gebaut, da waren dann die Stallungen drin. Heute sind hier ein Café und ein Veranstaltungsraum. Der ehemalige Wohnturm und die Flügel befinden sich auf einer Insel. Glanzstück ist dieser Erker, der in den 80er Jahren restauriert wurde. So sah er mal in den 30er Jahren aus. Im 16. Jahrhundert war Heinrich VIII. Von England, der dafür bekannt ist, dass er seine Frauen hat umbringen lassen, auf Brautschau. Er schickte den Maler Hans Holbein durch Europa, um junge Frauen zu malen, die er vielleicht heiraten könnte. Dabei kam Hans Holbein auch nach Schloss Burgau und traf hier Anna von Kleve. Er malte die junge Frau, malte sie aber so schön, dass auch Heinrich VIII. Das Bild toll fand. Der wollte die Frau heiraten. Die Heiratsformalitäten wurden erledigt, Anna von Kleve ging nach England, und Heinrich VIII. Mochte sie nicht, denn sie sah nicht so hübsch aus, wie Hans Holbein sie gemalt hatte. Hans Holbein hatte einfach den Photoshop des Mittelalters benutzt, sie schöner gemalt, als sie in Wirklichkeit war. Die beiden haben im Januar dann geheiratet und im Juli haben sie sich bereits wieder getrennt. Anna von Kleve hat nur überlebt, weil sie auf alles verzichtet hat, was ihre Ansprüche waren, also auch auf die Krone, denn sie war ja Königin von England. Sie starb dann später an Krebs. Und dann gibt es auf Schloss Burgau noch die Geschichte der Hackefei. Im Ort Niederau wohnte Sophia Hack, genannt Hackefei, die angeblich eine Hexe war. Auf dem Schloss lebte zu dem Zeitpunkt ein Grafenpaar, das sich besonders gut verstand. Das aber war dem Teufel ein Dorn im Auge und er wollte die beiden auseinanderbringen. Der Teufel versprach der Hackefei ein paar goldene Pantoffel, wenn es ihr gelänge, das Paar auseinanderzubringen.
Die Hackefei nun ging zu der Gräfin hin und sagte ihr, dein Mann hat ein paar dumme Haare am Hals, die stören, die musst du ihm nachts abschneiden, dann ist er viel begehrenswerter. Zum Grafen aber ging sie hin und sagte ihm, pass auf, deine Frau wird diese Nacht das Messer nehmen und dir die Kehle durchschneiden. Als nun nachts die Gräfin hinging mit dem Messer und die Haare abschneiden wollte, wurde der Graf richtig sauer und die Trennung war da. Das Paar hatte sich verkracht. Damit hatte die Hackefei das erreicht, was der Teufel wollte. Als der Teufel ihr ihre Belohnung, die goldenen Pantoffel, brachte, hatte er solch einen Respekt vor ihr, dass er ihr die Pantoffel an einer langen Gabel überreichte. Auf Schloss Burgau gibt es einige Reliefs, die diese Geschichte darstellen. Sie sind allerdings sehr verwittert oder eben restauriert. Diese Geschichte der Hackefei wurde übrigens von Martin Luther bei einer seiner Reden erzählt. Sie diente Luther dafür als Beispiel, wie Misstrauen entsteht. Das war's dann von Schloss Burgau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis dann.